Hi ihr Lieben, der Camper ist jetzt fertig und eigentlich wollte ich ja jetzt losstarten, eine Deutschlandtour machen, eventuell noch weiter Dänemark, Schweden, Norwegen, je nachdem wie weit ich komme. Aber mir ist jetzt was dazwischen gekommen und zwar bin ich auf eine Hochzeit eingeladen worden nach Indien. Und nach Indien wollte ich schon immer mal und deshalb konnte ich mir diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Genau, das Hochzeitspaar ist ein befreundetes Paar von mir. Die leben beide in München. Er ist Bayer, sie ist Inderin. Genau, und deswegen fliegen wir jetzt nach Indien. Ich bin dort dann auch ziemlich gestresst angekommen, weil der Flug noch ganz schön viele Strapazen mit sich mitgezogen hat. Das werde ich aber in einem extra Video zeigen, weil das würde das Video jetzt sprengen. Genau, angekommen am Flughafen ging es dann gleich weiter ins Taxi und wir sind zum Hotel gefahren. Und jetzt zeige ich euch mal ein paar Ausschnitte auf dem Weg dorthin. Ziemliche Gegensätze, wenn ihr mich fragt. Ärmliche Gegend neben Luxushaus und Hochhaus und dazwischen einfach Palmen. Wir haben jetzt 3 Tage vor der Hochzeit. In dieser Zeit schauen wir uns etwas die Stadt an und kaufen Saris und andere Hochzeitskleidung. Bengaluru oder Bangalore ist übrigens die drittgrößte Stadt in Indien mit 11,4 Millionen Einwohnern, gleich nach Mumbai und Delhi. Sie ist die Hauptstadt des Bundesstaates Karnataka. Im Hotel sind wir auch gar nicht lange geblieben, weil wir auch ein bisschen was von der Stadt sehen wollten und auch Hunger hatten. Und darum schauen wir uns jetzt ein bisschen um und ich nehme euch jetzt da einfach mit. Wie ihr seht, haben wir gar nicht so viel gemacht, ein bisschen gegessen, dann im Hotel ein bisschen ankommen. Wir sind jetzt hier auf dem Balkon oben vom Hotel, das ist der Ausblick. Ja, man sieht hier, das würde man in Deutschland nicht so finden. Der Balkon ist jetzt nicht wirklich schön, es ist ziemlich messy. Aber man hat einen guten Überblick über die Stadt und ja, wir lassen jetzt den Tag noch ein bisschen ausklingen, gehen vielleicht noch mal was essen und dann sehen wir uns morgen wieder. Am nächsten Tag ging es dann mit dem Tuk-Tuk weiter. Das fand ich ziemlich schön, weil man einfach auch von der Stadt einiges sieht. Die heutige Aufgabe ist ja, Hochzeitsoutfits zu kaufen. Das Wichtigste erstmal der Sari. Also werden wir jetzt ein paar Stoffläden anschauen. Das ist ja ein langer Stoff einfach, der wo um uns herum gewickelt wird. Und dann wird aus einem Teil dieses Stoffes noch eine Bluse genäht. Erst waren wir in einem kleinen Laden. Dieser Stoff wäre ja mein Favorit gewesen, aber da war die Qualität der Seide anscheinend nicht gut genug. Und deswegen sind wir noch in ein anderes Geschäft gegangen, ein sehr bekanntes, da wo eigentlich alle reingehen. Und hier findest du halt auch 1000 Stoffe und Varianten. Und ja, wir haben uns einfach ein paar rumwickeln lassen und uns so dann für einen entschieden, was gar nicht so einfach war. Der wurde es übrigens nicht.
Aber das ist die einzige Aufnahme mit Sari-Anprobe. Dann ging es auch schon weiter zum Schneider, der uns dann vermessen hat. Wegen der kurzen Zeit gab es keine Stickereien, sondern einfach nur eine Bluse. Und die Bluse musste ja morgen schon fertig sein. Erstmal ging es dann weiter zum Essen in ein indisches Restaurant dieses Mal. Und wir haben hier Masala Dosa probiert. Das ist so eine Art Crepe aus Reis und Linsen. Die Füllung war mit Kartoffeln, glaube ich, und mit verschiedenen Soßen. Sehr lecker. Natürlich wird traditionell mit der Hand gegessen. Danach haben wir noch weiter geshoppt. Am nächsten Tag gab es erstmal Frühstück. Das wollte ich euch auch mal zeigen. Hier gab es sogar Toast, aber der Rest ist nur indisches Essen. Und ja, sehr experimentell. Ich musste natürlich alles mal durchprobieren. Dann ging es wieder zur Einkaufsmeile, weil wir die Saris abholen mussten. Da wir allerdings dann ein paar Mal hin mussten, weil eine Bluse nicht so gut passte, haben wir uns nur die Stadt noch ein bisschen angeguckt. Genau, und hier nochmal ein paar Eindrücke. So, das waren jetzt die Eindrücke von der Stadt. Wir haben nämlich keine großen Sightseeing-Sachen mehr gemacht, weil wir waren, glaube ich, dreimal nochmal beim Sari-Schneider, weil das Oberteil, eins von unseren Oberteilen, nicht ganz so gut gesessen hat. Und ja, mussten wir ein paar Mal hin und dann sind wir einfach nur noch so ein bisschen rumgeschlendert, sind ein bisschen shoppen gegangen, haben für meine Kamera eine SD-Karte gesucht, weil die funktioniert leider nicht mehr. Deswegen sind diese Aufnahmen hier jetzt auch nachträglich entstanden. Ich habe keine gefunden. Irgendwann im Verlauf der Reise habe ich eine gefunden. Allerdings ging dann kein Video drehen, sondern nur Fotos. Und nach, ich glaube, 3 Tagen ging auch das wieder nicht mehr. Und dann habe ich das aufgegeben. Deswegen sind meine Aufnahmen jetzt auch ein bisschen, ja, nicht so gut. Sie sind halt jetzt mit dem Handy aufgenommen, was jetzt auch nicht die beste Kamera drin hat. Aber ich finde, so schlimm sind sie gar nicht, oder? Was meint ihr? Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. So, und das waren auch schon meine ersten 3 Tage von Indien. Und morgen reisen wir dann ab zum Resort und zur Hochzeit. Ich bin mega gespannt, wie so eine indische Hochzeit abläuft. Und ja, es bleibt wirklich spannend. Ich hoffe, es interessiert euch auch. Dann schaut einfach nächste Woche wieder rein. Bis dann. Tschüss.